Diejenigen von euch, welche diesem Kanal schon etwas länger folgen, wissen es wahrscheinlich bereits. Eines meiner persönlichen Ziele ist es, das zumindest für uns als vierköpfige Familie perfekte Faltcaravan und Camping-Setup zusammenzustellen. Wir sind ja bereits seit 2017 mit einem Faltcaravan unterwegs und haben gerade in den Jahren 2020 und 2021 bedingt durch den Wechsel von unserem Camplet Classic auf den Camplet Passion Zeltanhänger außerordentlich viele Anpassungen und Optimierungen vorgenommen. Seither sind es zwar stetig weniger geworden, doch in diesem Jahr gibt es definitiv nochmals einen Ausschlag nach oben, weil wir primär das Thema Campingküche angehen, da die älter und selbstständig gewordenen Kinder mittlerweile deutlich mehr Zeit zum Kochen übrig lassen. Im Rahmen unseres 5-tägigen Kurzurlaubs im Mai und dem 2-wöchigen Sommerurlaub im Juli sollten sich ja, wie angekündigt, bereits 18 Anpassungen bewähren, wobei nun nochmals 14 weitere für die zweite Hälfte der Campingsaison hinzukommen, aber dazu gleich noch mehr. Schauen wir uns zuerst das Fazit und die Erkenntnisse der bereits bekannten Änderungen an. Das aus unserem Setup geworfene aufblasbare Campingsofa wurde in der Tat nicht vermisst. Nicht zuletzt, da sich die von der Küche ins Wohnzimmer respektive Hauptzelt verlegte Kühlbox als zusätzliche Sitzgelegenheit herausstellte, beispielsweise für unsere Kinder beim Umziehen. Dies war allerdings nicht der Grund für den Umzug der Kompressorkühlbox. Zum einen wollten wir nicht mehr, wie im vergangenen Jahr bei Sturm und Gewitter, das Zelt verlassen müssen, um gekühlte Getränke oder Snacks genießen zu können. Andererseits ist die Kühlbox im schattigen und gekühlten Wohnzimmer auch besser vor der Sonne und Hitze geschützt, da gerade in Italien mindestens einmal pro Urlaub der Strom ausfällt. So dürfte die Kühlbox also auch ohne Strom einige Stunden länger durchhalten, bevor wir die ersten Inhalte entsorgen müssen. Von den 3 im Setup zurückgeholten Elementen haben sich ebenfalls alle im Campingalltag bewährt. Die 6 sturmfesten Fixclip-Wäscheklammern haben den seitlich angebrachten Sonnenschutz auch bei Wind wie geplant am Gestänge des Küchensonnendachs gehalten. Der Isabella Akkuwasserhahn sowie der dazugehörige faltbare Wasserkanister, welche beide im Lieferumfang der Camplet-Küche enthalten sind, haben uns auf dem Stellplatz ohne direkten Wasseranschluss wie geplant unzählige Spaziergänge zum nächstgelegenen Wasserhahn gespart und der Akku der Pumpe musste in dieser Zeit nicht ein einziges Mal geladen werden. Bei den insgesamt 9 ersetzten Elementen zeigte sich ein ähnliches Bild. Allerdings hatten einige davon sogar noch weitere positive Nebeneffekte. Die etwas kleinere 2,3 auf 3,7 Meter große und aufblasbare Oberlink Air Bodenplane passt nun auf den Millimeter genau ins Esszimmer respektive das Vorzelt unseres Camplet Passion Faltcaravans. Allerdings scheint diese aktuell bei Oberlink leider restlos ausverkauft zu sein. Sowohl die faltbaren Schneidbretter als auch das Küchenhelferset von Camp 4 haben ihren Zweck erfüllt, wobei gerade letzteres natürlich einiges an Platz in der Küchenschublade gespart hat, sodass das lästige Herumwühlen nach geeigneten Küchenutensilien nun endlich entfällt. Dasselbe gilt übrigens auch für den ausklappbaren Twist-Schneebesen und den cleveren Disk-Pizzaschneider von Joseph Joseph. Beide waren nicht nur super kompakt zu verstauen, sondern in der Form nach getaner Arbeit auch ganz einfach und schnell zu reinigen. Die Clean Canteen Edelstahl Thermobecher haben aufgrund des optional anbringbaren Deckels nicht nur beim versehentlichen Umstoßen kaum gekleckert, die Isolation war dermaßen gut, dass darin befindliche Eiswürfel vom Mittag bei Temperaturen um die 40 Grad selbst am Abend noch nicht komplett geschmolzen waren. Und als praktischen Nebeneffekt haben die Thermobecher auch gleich das Kondensationsproblem gelöst, sodass ich mir nun auch keine absorbierenden Untersätze zulegen muss, damit Tisch und Kleider nicht mehr durch das heruntertropfende Kondenswasser nass werden, da dieses gar nicht erst entstehen kann. Bei den Macware-Tellern und Schüsseln aus Edelstahl sowie dem dazu passenden magnetischen Besteck gab es am Anfang von den Kindern natürlich noch viel Gezanke darum, wer nun welche Farbe nutzen darf. Doch glücklicherweise hat sich dies nach einigen Tagen wieder gelegt und mittlerweile darf ein blauer Teller auch mit einem orangen Messer und einer grünen Gabel genutzt werden. Dafür viel weniger Besteck auf den Boden, da es bei Nichtgebrauch am Teller bzw. der Schüssel haften blieb und so auch das Abräumen erleichterte. Der komplette Wechsel zu Edelstahl beim Geschirr und den Bechern hat auch meine Arbeit beim Abwasch massiv reduziert, da sich diese viel leichter reinigen lassen. Erst recht mit dem ebenfalls eingewechselten Scrub Mummy Schwamm, bei dem das Macware-Besteck buchstäblich einfach einmal durch den Mund flutschen muss, um wieder komplett sauber zu werden. Nur die Kinder hat der Schwamme mit Smiley-Look nicht wirklich animieren können, mir beim Abwasch zu helfen. Bleiben also noch die 5 Elemente, welche komplett neu hinzugekommen sind.
Sowohl der faltbare Wäschekorb von Joseph Joseph als auch der Metaltex Brotbeutel haben ihren relativ simplen Zweck im Campingalltag erfüllt, sprich jeweils saubere Wäsche transportiert, unter anderem vom Wäscheständer ins Wohnzimmer, oder das gekaufte Brot länger frisch gehalten. Der Screwbar Waschbeck war dermaßen effizient und gründlich, dass demnächst auf diesem Kanal noch ein separater Testbericht dazu erscheint. Damit haben wir uns am Ende einige teure Waschgänge gespart, welche hier in Italien mittlerweile mit 5 bis 7 Euro zu Buche schlagen. Daneben hat meine Frau im neuen Omnia Campingbackofen unter anderem eine unglaublich leckere Lasagne und eine große Calzone gezaubert. Der Omnia dürfte also in Zukunft definitiv öfter zum Einsatz kommen, da alle 4 Familienmitglieder von den Resultaten begeistert sind. Dies bringt mich bereits zur letzten bereits angekündigten Anpassung in Form der faltbaren Salatschüssel von Camp 4. Doch was soll ich sagen, diese kam leider in den gesamten 2 Wochen kein einziges Mal zum Einsatz, obwohl wir zwischendurch Salat eingekauft hatten. Am Ende blieb es jedoch beim Tomaten-Mozzarella-Salat, weshalb wir dieses Element direkt wieder ausmustern. Allerdings erhält die Salatschleuder bei uns zu Hause ein zweites Leben, um dort unsere bisherige Salatschleuder zu ersetzen, welche zu viel Platz im Küchenschrank frisst. Dies ist zudem auch gleich eine hervorragende Überleitung zu den 14 weiteren Anpassungen, welche wir für die zweite Hälfte der Campingsaison vornehmen. Denn neben der Salatschleuder fliegen nochmals 2 weitere Elemente aus unserem Faltkarawan-Setup. Zum einen haben die insgesamt 10 Edelstahlschüsseln in 2 verschiedenen Größen auch gleich den Job des faltbaren Outwell Collapse Schüsselsets übernommen und dadurch diese 3 faltbaren Schüsseln völlig überflüssig gemacht, weshalb wir diese nun aus dem Setup entfernen. Andererseits werden die bewährten Isabella Isagrips, welche bislang den 2,5 x 5 Meter großen Isabella Carpet im Außenbereich am Boden gesichert haben, ausgemustert. Denn der Teppich wird durch einen mit 2,5 auf 4,2 Meter leicht kleineren Isabella Markisenteppich ersetzt, welcher eigentlich auch ein Isabella Carpet ist. Allerdings ist dessen Rand eingefasst und so vor Einreißen geschützt und verfügt über integrierte Ösen zur Befestigung mit unseren Tellerkopfschrauben. Bereits kurz nach der Ankunft auf dem letzten Campingplatz mussten wir uns zudem von unserem 7 Jahre alten Venco Wäscheklammernkorb verabschieden, welcher nach all den Jahren Dauereinsatz bei Regen, Sturm, Dürre und Hagel einfach in seine Einzelteile zersprungen ist. An dessen Stelle tritt nun der nächstbeste Ersatz, den wir hier in Italien finden konnten, nämlich einen Wäscheklammernkorb von Cosato, welcher nun in einem schicken Orange unseren Wäscheständer ziert. Die Brunner Optitoil Notfalltoilette wird von den ebenfalls wieder ein Jahr älter gewordenen Kindern immer seltener und wenn überhaupt dann nur noch fürs kleine Geschäft in der Nacht genutzt, weshalb wir diese nun durch eine leichtere und zusammenklappbare Campingtoilette mit entsorgbaren Beutel anstelle eines Eimers ersetzen, wodurch künftig auch dessen Reinigung entfällt. Diese wird nun auch viel weniger Platz im Deichselkasten einnehmen, sodass wir die Schlafsäcke von der Dachbox des Autos wieder zurück in den Deichselkasten verlagern können. Um in der Küchenschublade noch mehr Platz zu schaffen und für mehr Ordnung zu sorgen, ohne dass man bei Gebrauch deren Inhalt umordnen muss, versuchen wir die bisher mitgeführten IKEA-Lagtopfuntersetzer durch die faltbaren und magnetischen Isabella-Topfuntersetzer zu ersetzen, welche künftig direkt in der Küche an den Töpfen und Pfannen angebracht werden können. Daneben wird der Brunner Devil Barbecue Tischgrill durch sein Nachfolgemodell in Form des Brunner Devil Mega Grill ersetzt. Dieser hat den Vorteil, dass er neu wahlweise über eine geschlossene Grillplatte oder eine Bratpfanne mit Glasdeckel verfügt und so selbst bei der Zubereitung von Salsiccia-Würsten weder Stichflammen noch eine Riesensauerei entsteht. Obwohl sich die Clean Canteen Edelstahl-Thermobecher, wie bereits erwähnt, im Campingalltag bewährt haben, waren pro Tag selten mehr als 4 davon im Einsatz, weshalb wir die restlichen 4 davon durch 2 etwas größere Varianten ersetzen werden, die auch besser für selbstgemachte Cocktails geeignet sind. Dies bringt mich auch gleich zur nächsten Kategorie an Anpassungen, und zwar den 6 Elementen, welche für die zweite Hälfte der Campingsaison komplett neu hinzukommen. Schließlich entstand der Wunsch nach größeren Cocktailbechern einzig daraus, dass meine Frau kurz vor Abfahrt in den Sommerurlaub spontan noch unsere heimische Eiswürfelmaschine in den Kofferraum geschmuggelt hat. Diese war hier in Italien dermaßen oft im Einsatz und hat nebenbei auch dazu beigetragen, dass nicht mehr alle Getränke in der Kühlbox gelagert werden müssen, was wiederum mehr Platz für andere Vorräte schafft, sodass diese nun auch ganz offiziell in unser Faltkarawan-Setup aufgenommen wird.
Dies wiederum hat zur Folge, dass wir zum einen die Einwegstromhalme durch ein bereits bewährtes Strohhalmset aus Edelstahl von zu Hause ersetzen und sowohl für das einfache Mixen von Cocktails als auch das einfache Dosieren unseres flüssigen Kaffeekonzentrats ein praktisches Dosierlöffelset neu ins Setup aufnehmen. Kurz vor der Abfahrt in den Urlaub hat meine Frau übrigens auch noch bemerkt, dass wir nicht zuletzt aufgrund des Omnia-Backofens eigentlich auch noch eine Küchenwaage benötigen, um einige Gerichte kochen respektive deren Zutaten abwiegen zu können. Somit ist nun neu auch eine kompakte und faltbare Küchenwaage in Form der Joseph Tri-Scale mit von der Partie. Da wir im gesamten zweiwöchigen Sommerurlaub nur gerade 3-mal nicht im Faltkravan gekocht und gegessen haben, hat sich meine Frau neben dem großen Schwingbesen noch einen zweiten, möglichst kleinen Silikonschwingbesen gewünscht, welchen ich einfach dem günstigen und farbenfrohen Schneebesenset von WeBake entnommen habe. Zum Glück hatte ich übrigens noch ein kleines 50 cm langes Stromverlängerungskabel von Max Hauri in der Elektroniktasche vergessen. Dieses war im vergangenen Jahr für die Kaffeemaschine vorgesehen, welche damals ja nach der ersten Woche bereits den Geist aufgegeben hat. Denn mit diesem konnte ich das Kabel der Kühlbox verlängern, welche ja neu im Wohnzimmer untergebracht ist. Somit ist auch dieses Kabel nun ganz offiziell in unserem Setup. Das wären nun alle 14 zusätzlichen Anpassungen für die zweite Hälfte der Campingsaison gewesen. Und ich bin guter Dinge, dass sich die Anpassungen für das kommende Jahr nach diesem Zwischenhoch künftig nur noch im einstelligen Bereich bewegen werden, da wir so nahe am zumindest für uns perfekten Faltkravan-Setup sind wie noch nie. Sämtliche Anpassungen und die bestehenden Elemente unseres Faltkravan-Setups findest du wie gewohnt unter der einfach zu merkenden URL falt.house/setup oder dem Link unten in der Videobeschreibung, inklusive Gewicht, Produktlink und wo das Ganze während des Transports im Zeltanhänger verstaut ist. In den kommenden Wochen folgen hier auf dem Kanal auch noch einige detaillierte Testberichte, die aktualisierte Stromverteilung und natürlich die neuesten Entwicklungen in Sachen Faltkravan-Modelle und Campingzubehör direkt vom diesjährigen Caravan-Salon in Düsseldorf. Bis zum nächsten Video und frohes Campen!